Lithium-Ionen-Akkus, diesmal Ausführung Lithium-Eisenphosphat in der Zellengröße 26650. Müsst ihr alles nicht wissen, spielt gar keine Rolle, ist aber hier in Händen vom Thomas von Etrusco Originalzubehör. Hallo, herzlich willkommen. Ja. Sven, hallo. Ja, möchte heute die Smart Battery vorstellen, hier von Etrusco. Smart Battery, was ist hier smart dran? Alle Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind irgendwie smart. Wir haben hier aber ein System, das sich modular aufbaut. Wir sehen jetzt hier deutlich an diesem Muster, das ist jetzt einfach mal auch durchsichtig gemacht, damit man sieht, wie sicher die Zellen hier verbaut sind, dass hier kein Wackeln, kein Rütteln möglich ist. Und jetzt kann man das modular aufbauen. Wir bieten an, hier bei Etrusco Originalzubehör, den Zweierpack mit 50 Ampere-Stunden nutzbarer Kapazität. Entspricht also einer AGM-Batterie mit 95 Ampere-Stunden. Und jetzt bauen wir das modular auf. Das sieht man hier schön, wie das jetzt hier quasi theoretisch möglich ist. Sorry, so rum. Und das verzahnt sich dann ineinander und wird nur übers Gehäuse verschraubt. Jetzt haben wir hier mal eingebaut. Ja, ihr habt ja Ideen, muss ich sagen. Ja. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Ja. Du? Ja, schon lange. Die haben wir tatsächlich schon lange am Markt, aber ist natürlich nie sonderlich in Szene, weil es immer unterm Sitz verbaut ist. Ist auch auf unserer Homepage, kann man sich da Informationen holen. Hier haben wir jetzt verbaut einen 5er-Pack, also 5 dieser LEs, macht 125 Ampere-Stunden nutzbare Energie. Und das ist ein Hybridsystem. Hybrid heißt, wir lassen die AGM mit an Bord und schließen die Lithium-Batterie, die BOS Smart Battery, parallel dazu an. Warum machen wir das? Jede Lithium-Eisen-Batterie hat ein Problem im Winter mit der Ladung. Hier nehmen wir uns den Strom von der AGM-Batterie und heizen uns die Batterie auf. Da haben wir hier Heizungswiderstände drin, also nicht nur eine einfache Wärmefolie innen am Gehäuse, sondern in den Zellen, in den Zwischenräumen verwenden wir Heizwiderstände, die uns die Zellen auf 10 Grad Temperatur erhöhen und somit können wir dann immer eine 100%ige Ladung garantieren. Zusätzlich auch Gedanke Nachhaltigkeit. Wieso soll ich eine AGM-Batterie in den Müll schmeißen, weil ich auf Lithium umrüste, wenn sie eigentlich neu und an Bord ist? Dass es ein Gewicht hat, das ist uns bewusst, aber so konnten wir sicher die Thematik Wintertauglichkeit und Nachhaltigkeit, aber auch Überlastung durch Spitzenströme absichern. Wenn ich eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie an Bord habe und einen Wechselrichter und ich schalte jetzt meine Espressomaschine ein, da gibt es einen Spannungspeak nach oben. Das mag keine Lithium-Batterie. Und andere Hersteller, die bauen Schutzrelais ein oder sonstige Sicherheitsthematiken. Wir nehmen die AGM-Batterie als Puffer davor und somit gehen diese Spannungsspitzen nicht in die Lithium-Batterie rein, was wiederum eine lange Lebenszeit garantiert. Die hält sowieso lang, oder? Ich glaube, Lithium-Eisenphosphat. Genau, die Lithium-Eisenphosphat. Also wir haben jetzt hier eine Lebenszeit von 10 Jahre plus angegeben. Wir geben auch 5 Jahre Garantie auf das Produkt. Unser Lieferant ist ein deutscher Lieferant, BOS in Neu-Ulm, die BOS AG. Ich darf das mal filmen an der Seite, da steht es drauf. Ja. Das, was wir sehen, wenn du mal gerade die durchsichtige Zelle wegnimmst und das mal ein bisschen zu mir drehst, das BOS, da sieht man es. Das ist ein ganz namhafter Hersteller. Die Besonderheit bei dem Hersteller, das weiß ich zufälligerweise, der baut zertifizierte Batterien. Genau. Das heißt, wir haben hier keinen, ich sag mal, wo man nicht weiß, wer der Inverkehrbringer ist. Das kennst du, das Problem. Das ist auch die einzige Batterie, die diese Zertifizierung hat. Tatsächlich, ja, aktuell. Also das ist kein Witz. Also es gibt Viele sagen, oh, das ist mir doch egal, ob die zertifiziert ist. Ich hole mir eine Lithium-Eisenphosphat aus eBay für, ich sag mal, irgendwie 500 €. Die ist dann nicht zertifiziert und das hat erhebliche Nachteile. Sollte es zu einem Brand kommen, jemals, dann kann es sein, dass die Versicherung, die Vollkasko sagt, was war denn da verbaut und die Gutachter sind gut, oder? Und zwar ganz wichtig, Sicherheit zu verkaufen. Sicherheit mit den Schwächen jeder Lithium-Batterie, die haben wir somit abgedeckt als Hybridsystem. Sicherheit als CE-Zertifizierung und noch eine weitere Sicherheit, und die finde ich eigentlich ganz, ganz erheblich. Wir haben pro LE, das wir hier sehen, ein Batteriemanagementsystem verbaut, ein sogenanntes BMS. Ja. Standardbatterien, egal welche Größe, haben in der Regel ein BMS. Das heißt,
wenn mein BMS aussteigt, mein Batteriemanagementsystem, aus welchen Gründen auch immer, das kann auch hier passieren, dann ist die Batterie tot und ich habe keinen Strom an Bord. Ja. Wenn hier eines aussteigt, habe ich noch das zweite. Ach, die sind komplett parallel. Genau. Respektive hier hätte ich dann noch 4 und ich habe die AGM-Batterie noch. Und das gibt uns Sicherheit. Und das war der Auftrag am BOS. Macht uns ein System, das uns Sicherheit bietet, das dem Kunden immer Autarkie gewährleistet. Und das haben wir hiermit erreicht. Ja, ihr seid der Hersteller Etrusco aus der Hymer-Gruppe. Das bietet ihr konzernweit an und da könnt ihr keinen Schrott verkaufen. Das Ganze hat was mit Haftung zu tun, mit Zuverlässigkeit, Funktionen, hat seinen Preis. Ich sage immer bei Lithium-Eisenphosphat, wir selbst haben zum Beispiel Super B im Einsatz. Das ist auch so ein Hersteller zertifiziert. Super. Da kostet die Batterie mal das Doppelte. Richtig. Aber die kann 500 Ampere Entnahmestrom. Die haben die getestet bis zum geht nicht mehr. Wirklich klasse, was die heute leisten, die Geräte, und was man damit auch an Autarkie erreichen kann. Das ist ganz toll. Und hier haben wir 50 Amperestunden beim Gewicht von gut 6,5 Kilo, 6,8 Kilo. Und die Batterie kostet 849 €. Eine, oder? Eine. Also das hier, das Paket. 2 Stück. Ja, okay. 2 Stück. Ja. Anschluss wirklich plus, minus, ist verpolssicher. Also auch wenn ich es falsch anschließe, passiert nichts. Wir sind hier spannungsfrei. Ich befestige die Batterie mit einem Standard-Batteriehalter, mit so einer Pratze. Das kann ich hier machen. Ist manchmal bei Mitbewerbern auch nicht möglich. Und stecke die Sicherung ein, schon kann es losgehen. Okay, verstehe. Ich brauche jetzt kein Steuersystem dafür. Das heißt, sobald ich die Sicherung reinstecke, habe ich da Spannung drauf. Genau. Das BMS, jetzt ist ja das Problem, Ladegeräte oft, ich sag mal, haben falsche Spannungen. Das ist bei guten Batterien, spielt es keine Rolle, die wird dann halt nicht ganz so voll. Richtig, ja. Ist es hier auch so? Das heißt, ich kann da jedes Ladegerät der Welt anschließen? Genau, die Ladeperipherie unserer Fahrzeuge aus Erwin Hymer Group, die laden die Batterie problemlos. Da muss ich nichts verändern. Baue ich jetzt aber hier einen 5er ein oder sogar 2 5er-Pack, also 250 Amperestunden, dann empfehlen wir noch den Zusatzlader mit 18 Amperestunden. Nicht, weil es das Ladegerät nicht schaffen würde, sondern wegen Faktor Zeit, dass es nicht zu lange geht. Also es geht der Ladebooster noch mit rein, oder? Genau, also 18 Ampere der BOS-Lader. Sag mal, das Zeug ist mittlerweile komplett angekommen. Das heißt, also Lithium ist ja ein Megathema. Trotzdem sagt ihr nach wie vor, also als Erstausrüstung ist eine AGM für den Anfänger durchaus geeignet. Ja. Da kann er nicht so viel falsch machen. War preislich, wo liegt das ungefähr? Also nochmal, wenn ich das komplett hier jetzt sehe, 4 Stück mit 5 Stück, das sind 5 hier. 5 Stück 125 Ampere. 125 Ampere. Genau. Liegt jetzt hier bei 2.200 €, das Paket. Ja. Beinhaltet eine Montageplatte, dass ich das hier unterm Sitz auch wunderbar montieren kann, hier in den Campervans. Und die AGM-Batterie, die rückt nach vorne mit der Platte. Ach, die ist da noch dahinter? Die ist noch hier drin, ja. Zeig mal bitte, da werden wir gerade mal vorne aufmachen. Auf, ja. Die ist da noch drin. Ich habe mich gerade noch gefragt, wo ist die Batterie? Das passt alles dahin. Das Paket unterm Sitz schön verbaut und haben jetzt hier mit der AGM nutzbare Energie, sagen wir ganz grob 50 Amperestunden plus die 175 Amperestunden Leistung. Toll, oder? Und jetzt wieder umgerechnet auf die Amperestunde, weil die AGM habe ich ja an Bord, ist der Preis gar nicht so hoch. Aber nochmal 5 Jahre Garantie. Hat jetzt einer Gewichtsprobleme, sagt, hey, ich muss auf Lithium umbauen, ich brauche Autarkie, ich brauche aber diese 27 Kilo der AGM-Batterie, die muss ich loshaben, dann kann er auch eine kleine Batterie dazustellen. Ich persönlich, ich habe mir eine Motorradbatterie dazugestellt, die ist so groß, die hat 4-5 Kilo und das reicht auch. Wir brauchen nur einen Bleipartner, um das BMS aufzuwecken, um die Heizung zu aktivieren, wenn es kalt ist. Kapazität sinkt natürlich, sollte die Batterie kleiner sein und eben um die Spannungsspitzen der Lithium fernzuhalten, damit wir die hier lange am Leben halten können. Ja, es gibt ja auch ganz tolle Hersteller, die verbauen ihre Batterie im Motorraum, das kennst du. Ein großer Hersteller mit 2 Buchstaben und der hat dann immer das Problem, da kann man gar kein Lithium einbauen, weil da vorne immer kalt ist morgens. Ja, das ist ja auch ein Problem. Das heißt, diese Lithium-Eisenphosphat-Batterien kann man nicht aufladen. Das BMS verhindert das, sonst gehen die auch kaputt, die nehmen nichts auf, wenn es zu kalt ist. Wenn es zu kalt ist, nimmt die sich dann aber von der vorhandenen Bleipartner, AGM, Gelbatterie, was auch immer verbaut ist, nimmt es sich Spannung. Die wird auch immer zuerst geladen, der Bleipartner. Steht also als Backup vollgeladen parat. Und wenn es jetzt zu kalt wäre und ich muss die woanders verbauen, die Batterie, dann nimmt die sich ein bisschen Strom, heizt auf 10 Grad vorne, ist sofort ladefähig. Toll, gute Erfindung. So, was ist das? Optional nähe ich noch ein SOC, State of Charge. Hier kann ich dann ablesen den Ladezustand des Gesamtsystems, sprich in Prozent und in Amperestunden.
und kann ich irgendwo im Fahrzeug verbauen, sind 9 Meter Kabeln dabei und habe einfach so ein Controlling, ein Monitoring über meine Kapazität, die an Bord noch zur Verfügung steht. So, also, liebe Zuschauer, ihr habt ja 2 Möglichkeiten. Ihr könnt ja euren Fachhändler des Vertrauens jetzt natürlich beauftragen, das einzubauen, was er am tollsten findet. Ihr könnt aber auch ein zertifiziertes System nehmen, was ein Fahrzeug, ein Aufbauhersteller, ihr seid ja zugelassener Aufbauhersteller der Erwin Hümer Group hier bei Etrusco, das heißt, in Verkehr bringen. Ihr habt sogar ein COC für die Fahrzeuge. Ihr könnt da nicht irgendwas einbauen, sondern... Wir bieten bei der Marke Hümer das System mit bis zu 2 6er-Block, also 2x150 Ampere, 300 Amperestunden plus die AGM ab Werk an. Das ist zertifiziert, das ist getestet. Auch das hier ist ein Thema. Wie sicher sind meine Zellen verbaut? Können die sich lösen? Können Lötstellen losgehen? Hier nicht. Das ist wirklich, hier war Sicherheit und Langlebigkeit oberstes Gebot. Also 5 Jahre Garantie, mit 10 Jahren sind sie angegeben. Ich kenne nur so Ladezyklen 3000, 5000. Das trifft ja wahrscheinlich auch zu, oder? Dazu habe ich jetzt nicht im Kopf tatsächlich. Ja. Müsste ich mir holen, die Zahlen. Und ja, auf jeden Fall hier super sicheres System. Und jetzt wollte ich gerade noch was anderes sagen. Ist mir jetzt entfallen. Nicht schlimm. Kommt aber noch. Kommt noch. So, wo finde ich das Ganze? Diese 2 Systeme, den 2er-Pack mit 50 Ampere-Stunden und den 5er-Pack mit 125 Ampere-Stunden, ist auf der Etrusco Original-Zubehörseite zu finden und über den Handelspartner zu bestellen. Ja. Okay. Wenn ich das kaufe, muss ich den Einbau kaufen? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Elektromeister bin oder Kfz-Mechatroniker, sage ich will es selber einbauen, weil ich es kann, geht das? Wir empfehlen es, im Fachhandel einbauen zu lassen, natürlich immer. Bin ich jetzt aber handwerklich geschickt und weiß, was ich tue, schließlich geht es um das Platzieren der Batterie, das Befestigen der Batterie, was wichtig ist, und den Anschluss Plus und Minus an die Polklemmen der AGM-Batterie. Ja, eventuell noch der Ladebooster noch, sagst du? Der Ladebooster, wenn es halt mehr in die Tiefe geht, also wir empfehlen es immer beim Handelspartner machen zu lassen, aber es ist ein Plug-and-Play-System, da brauchen wir eigentlich keine Kenntnisse. Die Batterie selber ist auch diagnosefähig, der Handelspartner hat da eine Software dazu und einen Prüfkoffer. Sollte irgendein Problem dargestellt sein, haben wir hier eine Schnittstelle, wo ich dann mit meinem Prüfkabel reingehen kann und dann kann ich auslesen, was fällt in der Batterie, was ist denn los? Ja, ist eine Sicherung kaputt, ist der Ladezyklus nicht richtig gelaufen oder was ist los? Ja, die meisten, also viele gerade aus China, haben noch nicht mal ein BMS, was von außen zugänglich ist. Da rate ich dann immer, wie voll ist die Batterie, bin auf den Stand angewiesen. Also hier kann ich alles auslesen. Habe ich auch eine App theoretisch? Nein, App haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Okay, aber dafür gibt es ja auch diesen Monitor, das Display, und da sehe ich alles. Genau. Ja. So, empfehle ich sehr. Also nehmt euch das Display, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ja, vielen, vielen Dank. Tolle Information hier, 29. März 2023. Ihr werdet nicht müde, oder? Nee, wir werden nicht müde. Wir machen immer weiter. Da kommt auch noch mehr. BOS, ein super Partner. Das wollte ich übrigens so sagen. Gerade ist mir das eingefallen. Made in Germany, engineert in Germany, zusammengebaut in Germany. Was aus Asien kommt, weil wir es hier nicht haben in Deutschland, ist die Lithium-Thematik mit den Zellen. Aber der Rest ist alles in Neu-Ulm gemacht von den Batterien. Und somit haben wir einen Ansprechpartner quasi um die Ecke, sind 40 Minuten vom Bad Waldsee aus. Du bist Schwabe? Ich bin Schwabe, ja. Okay, komm, wir zeigen es mal. Wir haben noch ein zweites Video gemacht. Will ich nur einen Querverweis machen. Ihr habt einen neuen Träger. Bitte guckt euch das Video an. Name von dem Träger? Das ist das Backrack mit dem Shuttle. Shuttle ist immer 2 Träger hier und beinhaltet die Aufnahme des Vorderrads und des Hinterrads über die Schiene. Nennt sich Shuttle, ist auch auf der Homepage ab Mai dann ersichtlich und bestellbar über den Fachhandel. Ja, ich danke dir recht herzlich. Also Shuttle und der andere, das war der Slide. Das war der Swing. Und der Swing. Genau, den haben wir schon gezeigt. Den haben wir schon mal vorgestellt, Sven. Das ist der zum Runterdrehen und zum Aufladen der Bikes. Das ist die luxuriösere Variante. Hier im Entry-Segment, auch kostentechnisch eine schöne Alternative zum Swing und verfügbar ab Mai beim Handelspartner. Auch hier alles zertifiziert, alles mit einer Prüfnummer und allem drum und dran. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss Sven, danke.